Ein Tunnel! Oh nein! Ein Tunnel! Prost! Und schön, dass wir beisammen sind. Ja, echt schon lange nicht gesehen. Voll. Ja, was tut sich, was geht für euch so Neues? Ja, ich habe jetzt was Urorges über den Lobautunnel gehört. Das ist das, wo die Ökos gerade die Baustelle besetzen, gell? Ja, da habe ich auch eine Orgelgeschichte gehört. Oh je, nein, ich weiß nicht, ob das das beste Gesprächsthema ist. Doch, es ist voll spannend. Die bauen nämlich den Lobautunnel eigentlich, weil dort ein Goldschatz von den Kelten vergraben ist und den wollen sie wiederholen. Org, ich habe gehört, dass sie eigentlich den Tunnel überfluten wollen, um dann die französischen U-Boote bis nach Russland zu transportieren. Du, Transport ist ein gutes Thema, weil weißt du, was sie mit dem Lobautunnel noch bauen wollen? Die wollen eine Abzweigung machen, die direkt nach Hongkong führt und dann kann man einfach mit dem Schnellzug hinfahren. Naja, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche berechtigte Interessen bei dem Thema und es ist alles ganz schwierig und am besten redet man gar nicht darüber. Na doch, Rado, weil ich habe gehört, dass man dieses ganze Problem mit der Autobahn lösen könnte, wenn man einfach eine Kerze nimmt und mitten in der Nacht zum Spiegel geht und dreimal sagt, Lobautunnel. Ich habe gehört, sie wollen den Lobautunnel mit Butter einreiben, damit die Autos besser durchflutschen und dann wird das natürlich auch die Milchpreise in die Höhe treiben. Tschüss, Ciao, macht's gut, schön, dass ihr da wart. Lobautunnel, Lobautunnel, Lobautunnel. Balance, wer spricht? Die leistungsfähige Verkehrsanbindung für die Donaustadt reduziert Staus und verringert den Verkehr in den Wohngebieten. Was? Jedes Dorf hat seine Autobahnumfahrung. Der Lobautunnel ist alternativlos. Wer ist da? Die Stadtstraße und die Nordostumfahrung sind die wichtigsten Was? Infrastrukturmaßnahmen. Ah, endlich ein vertrauenswürdiger Formpost. Ich habe einen bösen Fluch auf mich gezogen und jetzt wird mich der Dämon des Lobautunnels für immer heimsuchen. Der Fluch kann nur gebrochen werden, wenn ich über 7 Dinge spreche, die man über den Lobautunnel wissen muss. Ich darf nicht einfach irgendwas daherreden und ich muss alles mit Quellen belegen. Nein, nein, sicher nicht. Ich muss hier raus. Ein Tunnel! Schnell weg hier! Das wichtigste Argument, das immer wieder für den Bau der Lobau-Autobahn vorgebracht wird, ist der Stau.
der die Straßen in der Donaustadt und die A23 verstopft wie den Darm eines 15-Jährigen nach einem Kakao-Wetttrinken. Aber dieses Projekt zu verwirklichen wäre nicht das Abführmittel, das sich viele erhoffen, wegen des Phänomens des induzierten Verkehrs, das mittlerweile ziemlich gut erforscht ist. Das zeigt nämlich, dass mehr Straßen meistens dazu führen, dass es mehr Autoverkehr gibt, weil mehr Leute mehr damit fahren. Gleichzeitig führt der Rückbau zu Straßen oft dazu, dass sich der Verkehr reduziert. Der Stadtplaner und Autor Jeff Speck nennt den induzierten Verkehr das große intellektuelle schwarze Loch in der Stadtplanung. Eine fachliche Gewissheit, die jeder denkende Mensch akzeptiert, nach der aber niemand zu handeln bereit ist. Und auch für die Lobau-Autobahn gibt es entsprechende Prognosen, die vor mehr Autoverkehr warnen. Selbst die ASFINAG, die zuständige Straßenbaubehörde des Bundes, rechnet mit Stau und noch mehr Stau auf der neuen Autobahn. Die Lobau ist der Wiener Teil der Donauaue, des letzten großen Flusswasserwaldes in Mitteleuropa. Dort gibt es unterschiedlichste Lebensräume und darin tummeln sich tausende Insektenarten, hunderte unterschiedliche Pflanzenarten und Dutzende Spezies von Säugetieren, Reptilien, Amphibien, Fischen und Vögeln. Dieses Naturschutzgebiet trocknet aus. Es hat schon seit Jahren viel zu wenig Wasser. Die Tümpel vertrocknen, der Schlammpeiziger ist verschwunden und die Eschentriebe sterben. Der Lobautunnel birgt zusätzlich die Gefahr, dass der Grundwasser absinkt und das Naturschutzgebiet dadurch noch mehr Schaden nimmt. Diese folgenschwere Austrocknung, die wird voranschreiten und schon bald wird die Lobau im Osten Wiens liegen, so wie eine ausgepresste Zitrone nach 3 Tagen in der Sonne liegt. Die Ströme werden zu Rinnsalen werden. Die Tümpel werden zuerst zu Schlammgruben und dann zu Staubmulden. Das Naturjuwel wird zu Sand zerfallen. Sand, der Jahrzehnte später das einzige sein wird, für das die Region noch bekannt ist. Und man wird sie die Lobwüste nennen, oder die Lohara, oder die Kalahari. Die Lobauautobahn fördert die Siedelung und die Bildung des Speckgürtels. Und was klingt wie eine modische Delikatesse, ist ein riesiges Problem für Mensch und für die Umwelt. Weil durch die Lobauautobahn würde die Donaustadt relativ gesehen besser erreichbar werden für das Umland, während die stark ausbaufähige und ausbauwürdige Erreichbarkeit zum Rest der Stadt überhaupt nicht verbessert wird dadurch. Und das wird dazu führen, dass in Zukunft neue Siedlungen viel eher zerstreut im Wiener Umland entstehen. Es wird mehr gependelt, die Abhängigkeit vom Auto steigt und mehr Menschen fahren mehr und länger mit dem Auto. Gleichzeitig entstehen Fachmärkte und Einkaufszentren im Wiener Umland. Und das schwächt die Nahversorgung in der Donaustadt. Das ist schlecht für Menschen, die nicht motorisiert und wenig mobil sind. Aber insbesondere und vor allen Dingen ist das schlecht für die Wiener Wirtschaft. In ihrem Stadtentwicklungsplan hat sich die Stadt Wien das Ziel gesetzt, bis 2030 den Anteil des Autoverkehrs am Verkehr in der Stadt auf nur 15% zu senken, von jetzt 27%, also ihn fast zu halbieren. Außerdem hat sich die neue Stadtregierung in ihrem Koalitionsabkommen darauf geeinigt, bis 2040 klimaneutral sein zu wollen. Das ist ein wichtiges Ziel, damit die Welt nicht noch weiter untergeht. Aber jetzt haltet euch fest, neue investigative Recherchen haben ergeben, dass die kleinen Röhrchen, die jedes Auto auf der Hinterseite hat, überhaupt nicht, so wie es lange die Annahme war, dazu da sind, um das charakteristische Brummgeräusch zu erzeugen. Das Autofahren zu so einer bemerkenswerten Erfahrung macht. Ihr wisst schon, brumm, 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 brumm. Stattdessen hat sich herausgestellt, dass Autos ziemlich viele Treibhausgase ausstoßen, die den Planeten aufheizen. In Wien ist der Verkehr für 2/5 aller Emissionen zuständig. Das heißt, Autoverkehr reduzieren und Treibhausgase senken und gleichzeitig fette neue Autobahnen bauen, das geht sich nicht aus. Der Lobautunnel schüttet nicht nur Kerosin in das flammende Inferno der Klimakrise, er ist zusätzlich selber auch brandgefährlich. Ein Tunnelexperte nannte ihn ein potenzielles Massengrab. Die Kritik: Beim über 8 Kilometer langen Tunnel sind keine Notausstiege an die Oberfläche vorgesehen. Es sind lediglich Fluchttüren geplant, über die man sich in den jeweils anderen Tunnelstollen retten kann. Diese Türen waren ursprünglich in einem Abstand von 250 Meter geplant. Aber seitdem die erste Kritik an der Sicherheit des Tunnels laut geworden ist, hat man sie in der Planung
doppelt so weit auseinander gemacht. Es ist auch nur jeder zweite dieser Übergänge von Rettungskräften befahrbar. Das heißt, im Falle eines Unfalls dauert alles länger. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es keine automatischen Nebel- oder Schaumelöschanlagen gibt, die heutzutage eigentlich in Tunneln dieser Länge Standard sind, aber nicht bei uns. Laut dem Brandschutzforum Austria wäre unter diesen Voraussetzungen der Brand eines Tankwagens oder ein Gefahrgutunfall von der Feuerwehr nicht zu löschen. Der Lobautunnel ist nicht nur eine potenzielle Todesfalle, das ganze Projekt ist auch ein Milliardengrab. Die ASFINAG rechnet damit, dass die ganze Autobahn 2 Milliarden Euro kosten wird. Kritikerinnen befürchten, dass es am Ende noch deutlich teurer werden könnte. Zum Vergleich, mit 2 Milliarden Euro könnte man 2 Millionen 123 Klimatickets kaufen, man könnte 37.000 Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen ein Jahr lang einstellen oder man könnte jedem Menschen in diesem Land 30 gute Brettspiele kaufen. Die Stadtstraße, die die Donaustadt an die Lobauautobahn anschließen soll, wird 460 Millionen Euro kosten. Um dieses Geld könnte man 33 Gemeindebauten von der Größe des Barbara-Brammer-Hofs aufrichten. Zusammengefasst ist der Lobautunnel ein sogenannter teurer Spaß. Ein teurer Spaß, dessen verkehrsentlastende Wirkung, wenn es überhaupt gibt, höchstens für ein paar wenige Jahre andauern wird. Eigentlich müsste man jetzt schon damit anfangen, die übernächste Autobahn zu bauen. Nur 8% des Verkehrs, um den es da geht, ist Durchzugsverkehr. Also Leute, denen Wien auf ihrem Weg nur im Weg ist. Aber der Großteil von ihnen will entweder in die Stadt oder aus der Stadt heraus. Und wenn man Stau reduzieren und Verkehr gestalten will, gibt es also bessere Ideen, als eine Umfahrung zu bauen. In fast ganz Wien lässt sich ein Trend beobachten. Während die Bevölkerung wächst und wächst, sinkt im Verhältnis die Zahl der PKWs. Außer in der Donaustadt. Das ist der Bezirk mit der größten Abhängigkeit vom Auto. Aber das heißt auch, dass in der Donaustadt das größte Potenzial ist dafür, öffentlichen Verkehr auszubauen. Mit Bussen und Straßenbahnen und mit der Schnellbahn. Für die Schnellbahn gibt es schon viele sinnvolle Forderungen, was man da alles machen könnte. Zum Beispiel die S80 taktverdichten und ausbauen oder den Schnellbahnring um Wien. Für Pendlerinnen braucht es Schienenverbindungen, die über die Stadtgrenze hinausgehen, so wie es die Badener Bahn zum Beispiel schon tut. Und auch Fahrräder haben es verdient, aus der traurigen Schattenexistenz befreit zu werden, in die sie leider immer noch in vielen Wiener Außenbezirken verbannt sind. Sie haben einen Platz an der Sonne verdient. Flächendeckende Citybike-Stationen, Fahrradstreifen, die baulich abgetrennt sind, breiter als Kanaldeckel und die nicht einfach aufhören. Es gibt ziemlich viele Schrauben und Knöpfe, an denen man in der Verkehrspolitik drehen oder die man drücken kann, ohne dass man gleich eine Autobahn baut. Es ist nicht alternativlos. Jeder Tunnel hat einen Ausweg.